Hallo Freunde, China überrascht seit vielen Jahren mit seiner umfangreichen Bauweise. Dieses Mal werden wir über die neue Autobahn sprechen, die ein echtes Superbauwerk ist. Die Chinesen bauten eine 240 Kilometer lange Superautobahn namens Youxi. Seine Route schlängelt sich zwischen hohen Bergen und massiven Bergkämmen. Im Durchschnitt steigt die Höhe pro Kilometer um 7,5 Meter. Deshalb nannten sie diese Autobahn Treppe zur himmlischen Geschwindigkeit oder Himmelsautobahn. In China werden Straßen als wichtiges Instrument zur Festigung der Staatlichkeit angesehen. Sie schenken ihnen viel Aufmerksamkeit. Das Bautempo erreicht 30.000 Kilometer mehrspurige Autobahnen pro Jahr. Die Technologie der Fundamentierung aus Betonplatten und deren Asphaltierung garantieren eine Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren. Gleichzeitig ist die Bautechnologie bereits so weit fortgeschritten, dass die Chinesen in den Bergen eine spiralförmige Schnellstraße bauen konnten. Youxi steigt in die Wolken, und auf einigen Abschnitten der Straße fahren die Fahrer über tiefe Abgründe. Die Straße ist 240 Kilometer lang. Sein offizieller Name lautet: Es hat irgendwie mehr als 4 Milliarden Dollar gekostet und der Bau hat 5 Jahre gedauert, wobei allein das Design für chinesische Verhältnisse viel Zeit in Anspruch genommen hat. Es war notwendig, die Belastung der Straßenoberfläche zu berechnen, die durch Gebiete mit häufigen aktiven Erdbeben führt. Die Autobahn ist zu einer Touristenattraktion geworden und durchquert einen malerischen Teil der Provinz Sichuan. Vor vielen Millionen Jahren fanden an diesem Ort komplexe geologische Prozesse statt. Hier fanden stürmische Veränderungen statt, nach und nach entstand die heutige, unwiederholbare Sichuan-Natur. Das extrem bergige Gebiet ist eine Zone aktiver Erdbeben, all dies erforderte die Architekten des chinesischen Himmels. Ingenieure haben dieses Problem mit einer innovativen Lösung gelöst, indem die Hälfte der Länge dieser Autobahn aus Tunneln und Viadukten besteht, sagt der Chefingenieur von Sky Road Panis dazu. Der Bau moderner Autobahnen sei aus technologischer Sicht eine sehr komplexe Aufgabe. Standpunkt. Wir müssen mit der Entwicklung der Automobilindustrie Schritt halten und bei der Gestaltung von Straßenoberflächen und Routen müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Dank der heutigen Luxusautos sind die Ansprüche der Passagiere hoch. Und deshalb müssen die Straßen so gestaltet sein, dass sie eine reibungslose Fahrt und den Komfort moderner Luxusautos gewährleisten. Deshalb haben wir viele innovative Technologien und Materialien eingesetzt, die es uns beispielsweise ermöglichten, die längste ununterbrochene Abfahrt der Welt zu schaffen. Sie ist 50 Kilometer lang, hat ein Gefälle von 3% und ist weltweit der erste Tunnel mit einer Doppelspirale. Eines der größten Probleme beim Bau der Sky Road war ihre Lage in einer geologisch instabilen Region. Beim Auftreten von Erdbeben verläuft die Straße durch 12 verschiedene seismische Zonen mit vielen tektonischen Verwerfungen, was sich nicht nur auf ihre Konstruktion auswirkte, sondern auch bedeutete, dass die Konstruktion selbst stark genug sein musste, um etwaigen Naturkatastrophen standzuhalten. Während der Bauarbeiten kam es häufig zu Erdrutschen, die die Bauarbeiten sehr erschwerten. Die Autobahn ist mit 270 Viadukten und 25 Tunneln eines der großzügigsten und außergewöhnlichsten Projekte der Welt. Die Gesamtlänge der Tunnel beträgt etwa 41 Kilometer, es handelt sich um Doppelspiraltunnel mit mehreren Tunneln und es handelt sich weltweit um die ersten Tunnel dieser Art mit kleinen Radien. Der Reibentunnel ist einer der größten Tieftunnel in China. Seine Tiefe beträgt 150 m, seine Länge beträgt in der linken Linie 9,962 m und in der Linie 10.007 m. Gerade dieser Tunnel verkürzte die früher stundenlange Fahrt rund um die Berge. Für nur 10 Minuten. Die Tunnel und Viadukte der Straßenlinie schienen über den Abgründen zu schweben. Es ist kein Wunder, dass die Youxi-Autobahn zu einer der Touristenattraktionen und Wahrzeichen Chinas geworden ist. Die Fahrer müssen durch 270 Viadukte und 25 Tunnel direkt zur Hauptattraktion der Labeiqing-Trägerbrücke fahren, die die Perle der neuen Autobahn darstellt und mit 182,5 Metern eine der höchsten Brückenstreben der Welt aufweist. Im Gegensatz zu anderen großen Brückenstreben in China bleiben die höchsten Brückenstreben zurück. Sie wurden mit 4 Eckstützen aus Stahl errichtet, die mit Beton gefüllt und mit Betonplatten verbunden wurden. Sie schufen so eine hohle Kastenstruktur. Diese Bautechnologie wurde weltweit zum ersten Mal eingesetzt und stellt ein einzigartiges Projekt dar.
Es ist klar, dass China diese Autobahn nicht wegen der Schönheit des Höhenflugs gebaut hat, sondern die Reisezeit zwischen einer Frau und der relativ unterentwickelten Präfektur Liangshan halbiert hat, was es ermöglicht hat, das wirtschaftliche Potenzial der gesamten Region erheblich zu steigern. Wofür bekannt ist Teeanbau, aber auch berühmt für Keramik, Blumen, Seide, würzige Küche und wilde Pandas. Die schwer zugänglichen Bergregionen der Provinz Sichuan gelten seit langem als Symbol extremer Armut. Kürzlich haben die lokalen Behörden jedoch bekannt gegeben, dass alle Bezirke das Armutskennzeichen abgeschafft haben. Ihrer Behauptung zufolge waren die 7 Regionen im autonomen Bezirk Liangshan die letzte Gruppe in der Provinz. Nachdem es ihnen nun gelungen ist, aus dieser Liste herauszukommen, muss man bedenken, dass Liangshan die Heimat der größten Gemeinde ist. Etwa 3 Millionen Einwohner von insgesamt 5. Sie werden in Liangshan offiziell als ethnische Minderheiten eingestuft. Noch im Jahr 2013 lebten mehr als 800.000 Menschen unterhalb der Armutsgrenze. In den letzten 7 Jahren wurden in dieser Region über 10.000 Kilometer Straßen gebaut und eine groß angelegte Kampagne zur Entwicklung landwirtschaftlicher Standorte ins Leben gerufen. Rund 350.000 Einwohner zogen in neue Wohnungen, die mit staatlichen Mitteln gebaut wurden, ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Region. Dies ist auch eine neue Autobahn. Die Chinesen sind sich darüber im Klaren, dass hochwertige Straßen etwas kosten, aber gleichzeitig verstehen sie auch, dass das Fehlen von Straßen sie noch mehr kosten wird. Gleichzeitig können sie gut zählen. Beim Bau moderner Autobahnen nutzen sie bewährte Erfahrungen und die besten technologischen Lösungen deutscher Autobahnen und amerikanischer Highways, die praktisch keine Reparaturen in Form von 35 bis 40 Jahren erfordern. Und wo sonst als in China können sie Spitzentechnologien der Welt gut studieren, übernehmen, kopieren und implementieren. Eine Verkürzung der Reisezeit für Passagiere und des Gütertransports um nur 1% wird das BIP des Landes um 0,25% steigern. Das ist viel oder wenig in einer Situation, in der einige stagnierende Volkswirtschaften auf der Welt um jedes Prozent kämpfen. Das zwingt viele andere Länder müssen dringend darauf achten, eine hochwertige Straßeninfrastruktur und Schnellstraßen zu entwickeln, die einen schnellen Transport gewährleisten. Derzeit gilt die Yoshi-Schnellstraße als die raueste Autobahn im Berggebiet. Natürliche Bedingungen, die kompliziertesten technischen Netzwerke und der höchste Technologieanteil der Welt. Und das ist alles für heute, Freunde. Gib ihm ein Like. Wenn Sie so eine Autobahn befahren möchten, schreiben Sie Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Bye.